Hallo zusammen, ihr Lieben. Bevor ich heute anfange mit dem Kollektivorakel, wollte ich noch kurz daran erinnern, dass ich am Ende des Kollektivorakels eine kurze Sternzeichenbotschaft für die nächsten 72 Stunden eingebaut habe. Die besteht nur aus 4 Karten. Mit den Lennys von Sven haben wir noch die Möglichkeit, Zahlen mit einzubeziehen. Die Zeitstempel sind unten drin. Ich bitte euch, der es anguckt, auch kurz einen Kommentar abzulassen, ob ich das öfters mal machen soll. Es ist wirklich nur ein Mini-Impuls, weil für eine ausführliche Legung, das kostet mich im Moment zu viel Zeit und Kraft. Aber ich fand es ganz gelungen und ich bitte euch dann um Rückmeldung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Legungen. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Energie fürs Kollektiv für die nächsten 3 Tage. Was darf ich hier mitteilen? Hier ist mal der Storch rausgefallen. Es geht also um Veränderungen im zentralen Thema. Denkt immer daran, es ist eine kollektive Legung. Es kann hier im häuslichen Bereich sein, aus dem Umfeld raus, aus dem Familienbereich. Es kann um Umzüge gehen, um Immobilien, um die Häuslichkeit. Es kann aber auch um Grenzen setzen gehen oder Fundament, das ihr habt. Hier schwingt ein bisschen Unruhe mit. Wir haben die Eulen in der bewussten Ebene. Vielleicht sind viele Gespräche zu führen oder die Gedanken spielen verrückt. Zweifel tun sich auf oder hier ist irgendwie etwas Unstimmiges. Ne? Ich finde das immer so spannend, wenn der Schlüssel und das Haus zusammenfallen. Ne? Das ist für mich auch der Hausschlüssel oder der Schlüssel, der mir gereicht wird, um ein Imperium zu öffnen, um in mein Reich zu gehen, das, was mich umgibt, was mir wichtig ist, wo ich die Grenze ziehe zum Außen auch. Hier geht es um etwas, was in der Vergangenheit schon einen gewissen Erfolg mitgebracht hat oder die Möglichkeit, sich eine neue Tür zu öffnen auch. Hier werden ehrliche Worte gesprochen, die Unruhe wird hier minimiert. Es kann sich aber zunächst auch mal noch so ein bisschen unsicher anfühlen. Hier nagt förmlich etwas an unserer Substanz, vielleicht auch an der Substanz des Hauses. Konflikte, ein gewisses Konfliktpotenzial. Missverständnisse können hier auch sein. Wir haben hier den Konflikt, die Streitigkeit in unserem eigenen Haus, in unserem Platz. Wir, das Umfeld, das Außen. Wie sehen wir die Dinge, wie sehen die anderen die Dinge? Es kann ja auch um so Grenzüberschreitungen gehen, ne? Also jeglicher Art. So, dann haben wir hier nochmal das Außen, wenn nur das ewige Außen nicht wäre. Und hier haben wir den Ring. Hier kann sein, dass man tatsächlich zum Beispiel, ich sage euch alle Szenarien, Dinge zu klären hat, die mit dem Haus, dem Mietvertrag zu tun haben, vielleicht auch ein Wohnungswechsel, eine Veränderung des Vertrages im häuslichen Bereich oder ums Häusliche rum.
das Beenden eines Konflikts, das dann verbindlich weiterhilft. Es kommt schon ein bisschen auch auf uns an, ne? Wie repräsentieren wir uns? Wo muss man ehrliche Worte sprechen? Im weitesten Sinne kann es ja auch um zwei Wohnungen gehen, Wohnungswechsel oder Verträge, die mit dem Thema zu tun haben. Was hier auch sein kann, ist, dass, und dann haben wir nämlich die Liebe noch dazu, es um eine Herzensangelegenheit geht in Beziehungen. Ja, wir haben den Ring, kann auch ein Beziehungsthema sein, wo jetzt das Fundament so ein bisschen angekratzt wird oder angesprochen wird. Wo vielleicht auch tatsächlich Grenzüberschreitungen sind oder Unehrlichkeiten nach oben kommen. Das ist ja auch so ein bisschen tatsächlich die Kombination der kurzen Zündschnur, ne? Unterstützung, also man ist hier nicht alleine. Man kann hier vielleicht auch aus den Verbindungen schöpfen, die Dinge mit Humor nehmen. Und Amors Pfeil. Also, hier kommt man wieder in den Flow. Es kann sein, dass so ein bisschen das Gerüst erschüttert wird, ne? Dass man ehrliche Aussprachen hat, dass man den Dingen auf den Grund geht, dass man Grenzen zieht, dass man eine Energie, die verbindlich Unruhe mitgebracht hat, so ein bisschen minimalisiert, Zug oder Druck rausnimmt und Unruhe. Andererseits, wenn wir jetzt die Liebe haben, ne, haben wir hier natürlich auch eine Liebe, die kann hier neu kommen, das Gefühl der Liebe, das einen so ein bisschen beschwingen kann, wo man auch dann ins Umfeld so mit reinnimmt, ne, wo man so ins Umfeld reinleuchtet und den Flow ins Umfeld auch bringt. Überall da, wo am Ende auch ein großer Beziehungskonflikt ist. Erdung ist sehr wichtig. Es ist so ein bisschen das, was ich mir gedacht habe. Hier sind so Kreisläufe, so festgefahrene Strukturen. Und hier muss man mal wieder auch ein bisschen mehr in die Liebe, ins Lachen und in den Humor gehen. Und der Maulwurf gräbt ja mit zuenden Augen unter der Erde rum und findet seine Wege. Die Sinne des Maulwurfes sind auch weit offen. Und es geht ja auch sehr stark darum, dass man zum Beispiel durch das Außen zum Spielball für irgendetwas geworden ist, wo man gar nicht hin wollte. Und um den Weg daraus, ne? Der Maulwurf bringt sehr viele Erkenntnisse, wie Energien und Abläufe am Wirken sind und zeigt eben Wege auf, die einem vorher nicht bewusst waren. Hier geht so eine Quelle auf des Wissens, ne? Der Wege. Es geht sehr viel um Achtsamkeit die nächste Zeit. Zuhören, lauschen, einfühlen, das Herz wieder öffnen, sich nicht blenden lassen, auch nicht von Worten oder von dem, was man sieht, je nachdem, ne? Ja, man hat hier seinen Platz und man soll bei allem, was man tut, eben diesen auch nicht aus den Augen verlieren und die feinstoffliche Welt nicht unterschätzen. Hier sind Unabwägbarkeiten. Wie kann es anders sein, ne? So ein schöner Flow wäre ja enorm wichtig, aber um den geht es ja.
Und wir haben hier unten trotz allem die Phönix-Energie dabei. Ne? Hier ist schon was zugange, was noch nicht ganz frei liegt. Und bei den Unabwägbarkeiten mit der Dornenhecke ist es eben so, du hast die Wahl, ne? Wie viel Wert legst du auf die Dinge, die Verstrickungen? Das sind auch Dinge, die pieksen. Die Dornen pieksen. Gleichzeitig beschützen sie aber die Rose. Ne? Und es geht einfach darum zu gucken, mache ich jetzt sehr, sehr viel und winde mich weiter hinein oder gehe ich eben mal in die Auflösung von dessen und kann auch mit einer guten Erdung mal ganz in mich gehen, vielleicht auch abwarten, bis ich so einen Spalt habe, so ein Schlupfloch, wo ich durchgehen kann. Hier geht es darum, dass man auch diese unguten Situationen, diese Kreisläufe oder dieses, was einen ständig in einem Rädchen hält, dass man das verlassen kann. Dass man auch bereit ist, mal einen Ort zu wechseln, einen Standpunkt. Bewusst zu sagen, das tut mir nicht mehr gut. Ich brauche eine neue Tür, die sich öffnet. Ja, hier wird so ein Wandel sein. Man hat einen Teil seines Lebens an einem Platz verbracht, an einem Ort, an einer Situation, in einer Beziehung, an dem man jetzt hier angekommen ist und wo man abschließt und einen neuen Teil im Leben beginnt. Unten haben wir noch die Pusteblume. Das heißt, ich sende meine Wünsche aus. Hat auch sehr viel wieder mit der Erdung zu tun. Und man darf hier bewusst auch ins Umfeld sagen, was man braucht. Oder auch dem Universum. Ne? Bitte um das, was du möchtest. Dann wird dir auch was gegeben. Der Pirol. Passt sehr gut, wir haben hier die Vögel auf der bewussten Ebene, die Stress oder Unruhe mitbringen. Leider wirst du von Hektik, Unruhe, Sorgen und Nervosität geplagt. Ein kleiner Kummer, der von lebhaften Diskussionen oder Gesprächen begleitet ist, steht jetzt an. Den Glauben bewahren, denn hier möchte Sorglosigkeit mitkommen. Es geht ja auch sehr viel ums Abgeben. Ne? Man muss ja auch nicht alles alleine machen. Der Glaube versetzt sprichwörtlich Berge. Wichtig ist, dass wir da nicht straucheln oder so, jeder an das, was er selber glaubt. Ne? Und auch an Wunscherfüllung zu glauben oder Wenden zum Guten gehört hier zu dem gefestigten Glauben dazu. Man tut, was man tun kann, das sowieso. Und wenn es dann keine Lösung gibt, dann muss man abgeben. Und mit dem Engel der Sorglosigkeit haben wir tatsächlich, dass man nach oben spricht, ne? Dass man abgibt, dass man bittet, dass sich Schwierigkeiten lösen. Und dass man mit Zuversicht nach vorne schauen kann. Und da auch wieder das Schöne genießen kann. Das Verbindlichsein, das Öffnen des Herzens und so weiter.
Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, wir machen es diesmal mal anders, wenn ihr noch dranbleiben wollt. Ich habe hinten dran, mache ich euch eine kleine Sternzeichenbotschaft aus einem Vögelchen und einer Lennemore-Karte oder einem Engel. Und da könnt ihr noch kurz reinschauen, was die nächsten 72 Stunden euch persönlich für Inspiration mitbringen. An alle anderen, wir hören uns, wir sehen uns. Ich drücke euch bis bald. Liebe Skorpione, vor den nächsten 72 Stunden haben wir für euch den Tukan. Lassen wir es gerade mal noch so liegen. Und eine Karte aus den Lennys. So, dann drehen wir um. Eure Botschaft. Der Tukan sagt euch: Ich komme in dein Leben und bringe dir Lebendigkeit, Tatendrang und Freude. Die Lust am Leben durchdringt dich und macht dich lebendig. Mache die Sachen, die du dir sonst nicht erlaubst. Der Engel der Herzensgüte. Öffne dein Herz für andere Menschen, empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter, so werden sich Licht, Freude und Wärme verbreiten. Mit der liebevollen Art, mit der du deinen Nächsten begegnest, steckst du andere an, das Gute in sich zu entdecken und weiterzugeben. Die Botschaft deines Engels: Lasse das Schöne und Gute in deinem Herzen leben. Und finanzielle Erleichterung ist hier auf dem Weg. Dann habe ich, wow, ihr habt noch die Sonne oder wir, die Ja-Karte zu allem, die Lust am Leben, die gute Energie, ja. Die Karte, die euch guten Segen, gutes Glück beschenkt. Ich wünsche euch schöne 3 Tage. Gönnt euch, ihr Lieben, und bis bald. Für die lieben Fische eine Botschaft für die nächsten 3 Tage. Eine Kurzbotschaft sozusagen. Ihr habt hier den Kleiber. Ihr habt 2 Engel. So, dann schauen wir, was der Kleiber euch sagt. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Hier hast du die Zweifel, ne? Und vielleicht die Unklarheiten oder auch dieses, ich weiß nicht so richtig, wie alles geht. Ihr habt ja auch eine Zahl mit, das ist die 5. Und da geht es tatsächlich um Veränderungen, wo ihr mit Schwung vorangehen dürft, wo ihr Vergangenes erlöst. Und es können auch teilweise komplette Veränderungen sein. Wo hier die Zweifel sind, kommt hier das Aha-Erlebnis. Und für euch sind wichtig der Engel der Achtsamkeit, der euch sagt, dass es wichtig ist, im Augenblick zu leben, aufmerksam gegenüber den Dingen des Lebens zu sein. Auch bewusstes Herz zu öffnen, zu gucken, was zu tun ist, was um einen herum geschieht und sich dabei auf die wesentlichen Werte wie Liebe, Ehrlichkeit und Dankbarkeit besinnen. Also der Augenblick ist für euch wichtig und verliert euren Optimismus nicht, denn eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst die Gedanken, die Handlungen. Man hat sprichwörtlich die Dinge in der Hand. Man kann durch positives Denken auch das Umfeld bestrahlen und glücklich machen. Und ihr dürft euch auf eure Wünsche und Ziele fokussieren und werdet unterstützt, dass diese auch erfüllt werden. Also Vertrauen gegen Misstrauen und Unwissenheit. Ihr Lieben, ich wünsche euch was, bis bald. Liebe Krebse, hier kommt eure kleine Botschaft. Was habt ihr hier? Den Eichel her.
auch 2 Engel. So, drehen wir um. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle. Gestalte dein Leben nach dir. Stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Von den Engeln habt ihr den Engel der Gesundheit. Und er sagt euch, dass innere Stärke und Achtsamkeit der Schlüssel für Vitalität sind. Und auch ein bisschen mehr seelisches Gleichgewicht, damit die Energie und Vitalität nach außen durchdringt. Also es geht hier darum, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, auf den Körper zu hören, um physisch und psychisch entspannt und stabil zu sein. Und der Engel des Erfolges, der euch ermuntert, weiter an den Erfolg zu glauben, die Grenzen zu erweitern, euch an Aufgaben heranzuwagen, die bisher vielleicht Angst gemacht haben. Und im festen Glauben daran kann alles gelingen. Abenteuerliche Tage stehen euch bevor. Und es kann hier um eine Herzensangelegenheit gehen, um die Liebe, um alles, was ihr mit dem Herzen auf die Welt bringt oder erschaffen möchtet. Oder wer Single ist, kann ja auch in der Liebe irgendwie tatsächlich ein gutes Erlebnis haben. Ich drücke euch bis bald. Liebe Löwen, schauen wir in eure Botschaft. Die ist mir ganz hinten rausgeschwappt. Ich sehe es gar nicht, ich glaube der Sperling ist es. So, die lieben Löwen haben den Sperling, der euch sagt, ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Hier kommt wieder mehr Freude, mehr Licht, mehr Aufklärung. Ihr habt dabei den Engel der Entscheidungen und der sagt euch, dass Entscheidungen zum Leben gehören. Das Bauchgefühl ist wichtig, das spricht vielleicht auch sehr viel mit euch, aber bei allem, was ihr entscheiden müsst, kriegt ihr hier gesagt, höret auch auf Herz und Verstand gleich und lasst das Herz nicht außen weg, ne? Sondern seid euch selber treu, spürt in euch hinein, dann trifft ihr auch die richtige Wahl. Ihr habt eine positive Nachricht, die auf dem Weg zu euch ist. Und es kann hier um Freundschaften gehen, um eure Kinder, um Arbeitskollegen. Es kann hier um die Eigenschaft gehen, Treue, Freundschaft, Loyalität. Oder aber auch, dass ihr euch selber ein bisschen loyaler gegenüber sein dürft. Ihr habt eine Zahl dabei, das ist die 90. Und da geht es um Akzeptanz und Vollendung, ne? Hier fängt vielleicht eine ganz neue Phase an. Und die kommt hier mit Entscheidungen und positiven Nachrichten. Ihr lieben Löwen, ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Schützen, schauen wir in eure Botschaft. Was darf ich den Schützen mitgeben? Ihr habt, glaube ich, den Blauherr. Ups. Die Vögel da, die sind echt wunderschön, ne? So farbenfroh auch. So, der Blauherr sagt, ich erinnere dich daran, dass alles, was von Wert ist, wie geistiges Wachstum und Beziehungen, Arbeit erfordert. Gehe Risiken ein, ergreife Chancen und erforsche neue Wege. Ihr habt den Engel der Inspiration mit an Bord. Es geht um eure Kreativität, eure Fantasie, euren schöpferischen Gedanken. Es sind auch ganz viele Ideen, die über die Gedanken zu euch kommen und
die haben sehr viel Möglichkeit, Neues zu erschaffen oder euch weiterzuentwickeln. Ihr dürft neugierig sein und den Blick für die Dinge im Leben schärfen und so umsetzen auch, ne? Ihr habt vielleicht ein bisschen mit der Zeit hier noch Probleme. Etwas braucht etwas länger, bis es greifbar ist. Und dann kommt es aber mit Erfolg und Sicherheit und mit der Möglichkeit, sich eine neue Tür zu öffnen, ein Gefühl der Sicherheit einfach zu erleben, des Erfolges. Ihr lieben Schützen, ich drücke euch bis bald. Ihr Lieben, wieder, hier kommt eure Botschaft. Ihr habt den Kleiber. Oh je, eine wollten wir nur. So, dann drehen wir das Ganze um. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mache es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Von den Engeln habt ihr den Engel des Selbstvertrauens. Du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so hab du es auch. Von den Impulskarten des Glücks habt ihr, ein Traum kann sich verwirklichen. Und guckt mal, hier habt ihr Zweifel und Unstimmigkeiten. Vielleicht wisst ihr die Richtung nicht oder ihr seid auch nicht so voller Selbstvertrauen. Aber hier dürft ihr ruhig mehr an euch glauben, Zweifel ausräumen, nicht überanalysieren, den Dingen nicht so folgen, dass sie euch in die Richtung bringen, wo sich die Zweifel vermehren, sondern daran glauben, dass man die Dinge bewerkstelligt. Ihr habt eine Zahl, die 14 ist hier im hebräischen Alphabet, die 50. Und die 5 hat mit dabei, dass man mit Schwung vorangeht, dass man Veränderungen hat, dass man Vergangenes erlösen kann. Und das sind oftmals auch komplette Veränderungen. Ihr lieben Widder, ich drücke euch bis bald. Liebe Zwillinge, hier kommt eure Nachricht. Schauen wir, was ich euch mitteilen darf. Ich habe mich gerade derartig an einem Wasser verschluckt. So, der Buntspecht klopft an. Und der Buntspecht sagt euch, ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Der Engel ist der Engel der Entscheidungen, der euch sagt, dass Entscheidungen zum Leben gehören und dass das Bauchgefühl meistens weiß, was richtig ist, dass ihr darauf vertrauen dürft, wenn ihr Entscheidungen trifft, dass ihr auch das Herz und den Verstand, aber auch das Bauchgefühl gleichermaßen nicht unterdrückt, damit ihr einen guten Weg für euch einschlagen könnt. Ihr dürft hier schon mal manifestieren, ja, oder auch so ein bisschen in alle Richtungen gucken und Samen aussehen. Und es kann hier bei euch um eine berufliche Situation gehen, ein Thema, an dem ihr arbeitet, Verankerung, vor Hafen gehen, Balance, ja, ein Balance bringendes Ereignis, ein Ausgleich auch irgendwo. Möglicherweise handelt es sich auch um eine Sache, wo ihr berufliche Veränderungen braucht und hier kommen sie mit der Stabilität, die eurem Rhythmus mehr entsprechen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Wagen, hier kommt eure Kurzbotschaft.
So, dann schauen wir. Ihr habt hier die Kohlmeise. Lasse dich auf meinen Flügeln zum unbeschwerten Glück deiner Kindheit tragen oder heile als Erwachsene das Leid, wenn es schmerzvolle Zeiten gab, an die du dich nur ungern erinnern möchtest. Dann habt ihr hier den tieferen Sinn. Es kann gut sein, dass ihr erst jetzt etwas versteht, was früher war. Und der Engel des tieferen Sinns sagt euch, dass jede Person, jede Situation, die in euer Leben kommt, einen ganz bestimmten Zweck hat. Und dass die von oben euch helfen, diesen Zweck zu entdecken. Manchmal erschließen sich die Dinge nicht gleich. Es ist dein eigener Lebensweg, auf dem du gehst, wo auch irgendwo alles seine Richtigkeit hat. Und der Botschaft deines Engels sagt, vertraue dir, dem Universum und deinen Engeln, damit du die Bedeutungen verstehen kannst von den Dingen, die dir passiert sind. Abenteuerliche Tage stehen dir bevor. Bei dir kann es um das Thema Freundschaft, Kinder, Kollegen, Loyalität, Teamgeist gehen. Männliche Verwandte, weil wir haben ja hier auch zum Beispiel die Kindheit. Und ihr habt eine Zahl und das ist die 90 und ihr seid an einem Punkt, wo es um Akzeptanz und Vollendung geht und nach der neuen folgt dann wieder das, was leer ist und neu aufgefüllt werden kann. Ihr lieben Wagen, eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Wassermänner, ihr habt die Taube. Den Engel des Wachstums. Wow, ihr schafft es, auch wenn es gerade schwierig ist, seid ihr dran, Träume zu verwirklichen. Und ihr habt hier noch das Kleeblatt dabei. Kurze Zeiträume, das kleine Glück, gute Gelegenheiten, kürzere Wege, ja? Glück in irgendeiner Sache haben. Und mit der Taube kommt zu euch die Botschaft: Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und stärke dein Verständnis in Konfliktsituationen. Hier kann man schon irgendwie einen guten Ausgang sehen, der euch natürlich hier auch eine Phase mitbringt, zu verstehen, dass in allem, was euch begegnet, Chancen liegen zu wachsen, daraus zu lernen oder auch Gelassenheit zu üben. Hier geht es um ein bisschen mehr Farben in eurem Leben, um mehr Vielfältigkeit. Und ihr dürft die kleinen Wunder und die großen erkennen. Vielleicht auch mal im Alltag wieder achtsam sein, wo überall ein Kleeblatt zu finden ist und wie es für euch aussieht. Und es geht einfach darum, auch zu verstehen, dass man durch die Dinge durchkommt und trotzdem auch mit Durchhalten Ziele erreicht und daran eben wächst. Ihr lieben Wagen, ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Stiere, wir gucken nach eurer Botschaft. So, ihr habt die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Dann habt ihr den Engel der Ehrlichkeit. Dein Engel rät dir, offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen zu sein. Wer aufrichtig ist, strahlt Integrität aus und zeigt, dass man nichts zu verbergen hat. So werden andere deine Art zu schätzen wissen und auch offen und ehrlich auf dich zugehen. Bei euch kann es sein, dass es so Wenden gibt, Kurskorrekturen, mit denen ihr nicht gerechnet habt, Sachen, die entstehen, obwohl ihr nicht mehr dran geglaubt habt. Und ihr habt hier das Gegenüberliegen, den männlichen Part, die Dinge, in die ihr rein investiert.
Vielleicht ja auch irgendwelche Sachen, die man zusammen erlebt, wenn man es sich ehrlich sagt. Ja. Kann hier auch im partnerschaftlichen Bereich eine unerwartete Wende sein oder mit einem Gegenüber. Ihr lieben Stiere, ich drücke euch bis bald. Ihr lieben Steinböcke, hier kommt eure Botschaft, euer Kurzimpuls. Ihr habt den Bienenfresser, das ist schon mal gut. So, der Bienenfresser verhilft euch zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu euch, nehmt sie wahr. Sie sind da, entspannt euch, das Leben trägt euch. Das passt sehr gut, denn irgendwie habe ich hier das Gefühl, es kommt Erleichterung. Hier sind die großen und kleinen Sorgen, die in die Hände des Engels abgegeben werden dürfen. Und verbunden mit dem Gefühl, dass die auch immer kleiner werden, Schwierigkeiten, die sich auflösen und ein Blick zuversichtlich nach vorne zu gucken. Und hier ist auch irgendwo eine Lösung mit dabei, ne? Wenn man so ein bisschen eine Zeit hat, wo man hinter sich hat im Nebel oder wo die Sorgen eben groß waren. Ihr schafft das. Ihr habt jetzt hier 2 Karten gekriegt. Einmal habt ihr eine Zahl, das ist tatsächlich die 5. Und mit der 5 könnt ihr mit Schwung vorangehen, Vergangenes erlösen. Ihr habt Veränderungen, die viele Lebensbereiche betreffen. Mehr Erdung, mehr Stabilität, mehr Wachstum. Hier geht es um auch die Finanzen mit, ne? Den Ausgleich, das Wachstum in den Finanzen oder aber auch um ein geerdetes Gefühl, was eure Seele, eure Psyche betrifft, eure Emotionen. Ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald. Liebe Jungfrauen, hier kommt eure Botschaft. Der Kolibri. Zwei Engel. So, die Jungfrauen kriegen hier gesagt, ich bin der fliegende Juwel. Hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Dann haben wir das Lachen und das Zufriedensein und die Geborgenheit. Der Engel sagt hier, in Momenten, wo man sich so fühlt, als man mit allem alleine ist, bist du immer beschützt. Der Engel, der Schutzengel ist auch da. Für dich kommt wieder mehr Zuversicht, so dass du dich fallen lassen kannst. Das habe ich hier 2-mal. Und hier ist vielleicht auch Lachen die Kraft, die dir wieder hilft, positiv und mit fröhlichem Gemüt durchs Leben zu gehen. Betrachte die Dinge von der positiven Seite. Manches, was negativ ist, hat im Nachhinein einen guten Grund, das doch positiv gewesen ist. Und ihr habt hier die finanzielle Erleichterung und eine schicksalshafte Situation, schicksalshafte Einflüsse, karmische Prozesse, sowas alles. Vielleicht ist es auch irgendwo gerade schwer und ihr tragt ein schweres Kreuz. Ist ein bisschen Herausforderungsenergie. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.